Tapetenwechsel in Deadly Premonition Folge 54. Wir spielen ausnahmsweise mal Emily, weil York ist in Gefahr und Willie und Kaysen haben die Spur aufgenommen. Und dann latschen wir die mal hinterher. Hat Emily denn Waffen? Außer den Waffen einer Frau? Ja. Gute alte 9 mm. Ich finde es voll cool, dass Kaysen jetzt quasi einer von den Guten ist. Weiß man das denn? Nein, aber ich glaube nicht, dass der sich dann doch nochmal als der Böse rausstellt. Also wenn er ein wahnsinniger Frauenmörder wäre, wäre doch die: Komm, wir gehen mit meinem Hund in den Wald, der weiß, wo dein Polizistenfreund ist. Trick relativ gut. Kann ich nicht beurteilen. Hast du da Erfahrung? Ja. Wurdest auch schon mal in den Wald gelockt? Ja. Hinterher große Enttäuschung aller Beteiligten. Vor allem vom Hund. Ja. Der bewegt sich wie so ein Schaukelpferd. Der Hund. Ja, ich wollte gerade sagen. Doink, 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 doink. Ich finde es aber trotzdem nett, dass man das mal wen anders spielt. Ich finde das in Spielen immer toll, wenn man dann unverhofft wen anders spielt. Das mag ich auch total gern. Wo war denn das zum Beispiel? Bei Heavy Rain war es nicht versaus unverhofft. halt allen Leuten. Bei Heavy Rain war es ja nicht unverhofft, aber da spielte man ja auch eine ganze Reihe von Leuten. Ja. Dann bei diesem anderen Spiel... Wobei es da nicht storymäßig ein bisschen komisch gelöst war. Hörst du eigentlich, wie geil diese funky Musik hier ist? Ja. Die ist nämlich auch neu. Was Emily den ganzen Tag so im Kopf hat. Das Emily Action Theme. Ich muss mir so Action-Bewegungen machen wie Bad Boys, Bad Boys. Was? Bürgerbeschwerden. Gleich $52 Strafe für Leute mit der... York hat das nie bekommen, oder? Hey, where are you going? Deputy Willie, he's over here. Come on, hurry. Stimmt ja nicht. Bin ich der Einzige, der, wenn der Deputy Willie sagt, das immer wie so eine anzügliche Bemerkung findet? Kennen Sie denn schon Sheriff Willie? He can be a little selfish, but he's a good dog. He stayed with me all this time, through all the good and the bad. How long have you been together? Oh, we go back a long time. I can't even remember a time when he wasn't around. I had a dog when I was small, too. He was a beagle, so we named him B. Stupid name, I know. He hated being left alone and always followed me around. I could tell him anything, even things I couldn't tell my parents. He'd look into my eyes and listen intently to anything I had to say. It's like he sympathized, and he didn't make fun of me. He would just listen. When I was done talking, he'd put a paw on my thigh. My worries just faded away when he did that. Made me feel like I was just a fool for worrying so much. Dogs are great that way. Oh, yeah. Sometimes I think they got a lot more wisdom than us humans. Even if they are betrayed. Well, they don't see it that way. Sure sounds foolish, but you know dogs, why, they're always happy. I'm positive that even if man perishes off the face of the earth, dogs, why, they'll just carry on, regardless. They see everything, you know. From their dog houses, they look out and they see what humans do. Kaysen. Oh, look, Deputy Willie's calling for us. He's always like that. Let's get back to the chase. Nett. Boah, jetzt kommen wir noch viel heftigeres Hip-Hop-Gemäsche, Action-Theme. Nee, doch, das ist das gleiche nochmal. Das ist sogar krasses Latino-Hip-Hop-Action-Theme. Pitbull. Ladi-dadi. Kennst du den? Wer ist das? Den Pitbull-Song. Kennst du nicht? Nee. Pitbull. Ladi-dadi. Wieso ist denn da ein Schalldämpfer unten an der Pistole dran? Schauen. Oh, das ist York. Oh ja, Der kenn ich doch. Thomas, Mit dem Sack auf dem Kopf. I know that you're there. Your disposition is not of my concern. But you do need to stop this. Untie me. Let me go. Right now.
And you and Carol should take off. Go as far away as you can. Open a bar or a diner in a new town. With your cooking, I know you do well. Why, thank you, York. You're so kind. Unlike him. If I had someone like you, things may not have come to this. York, have you ever been in love with someone? Thomas, a long time ago, I witnessed two people that I really cared about die. Both pretty much at the same time. And since then, I've tried not to care about anyone so deeply, but recently that way of thinking has changed. Emily, right? She's a nice girl. But I must warn you, York, you'd be better off not falling in love with her. Thomas, considering the circumstances, whatever I say might not be important to you, but I'll say it anyways. Don't you dare touch Emily. York, I think I've said too much. It's natural to respond when someone talks to you, I guess. Everything will end tonight. You just stay there until then. Aber er ist doch auch nur der Handlanger. Ja. Aber selbst dann, wenn er nur der Handlanger ist, dann kann York ihm doch nicht empfehlen, ja, geht's einfach weg, weil dann ist er trotzdem zumindest der Komplizenschaft schuldig. Aber wer ist dann wohl der Anführer? Wer bleibt denn noch? George. Aber George ist es doch nicht, oder doch? Du musst schon Hey, ihm where are you folgen. going? Deputy Willie, he's over here. Come on, hurry. Aber da ist doch schon der Pfeil. Oder das ist doch eher. Cason. Ja, aber es wäre ein bisschen lame. Links. Offen, da geht's rein. Ah, ne, ist die Polizeistation. Oh, vielleicht ist es doch George. Nee. Ich fände es ja total lame, wenn es jetzt einer von den Nebencharakteren wären, die wir halt, weil wir sie bei ihren Nebenquests nicht gefunden haben. Nanu. Das glaube ich aber nicht. Ist er in der Polizeiwache der York? Irgendwie in den Zellen unten? Kann sein. Das sah aber eher aus wie so ein Keller als wie eine What's wrong? Gefängniszelle, oder? Something's bothering you. Oh no, it's just I promised to have tea with Polly. I just remembered. What's that got to do with anything? Yep, you're right. This just isn't the time, I know. But well, she reminds me of my mother who passed away. Cason. I've been a salesman for a long, long time. I never had time to talk with my mother, you know. Sales, they were the thing for me. No matter what happened, this was more important. So even when she was sick, I put more energy into my work, which I regret now. And you know, when I heard she died, I was on my way home, all happy. I closed a big deal in Jersey. Just when you want to give something back, you got no one to give it back to. Well, that's when I met her, Polly. I thought heaven had given me another chance. I really did. So I always stay in that hotel whenever I come up here. Oh, sure, the rooms are great, but in all honesty, I go there because I want to talk with Polly. Does Polly know all this? No way. I'd never say anything so embarrassing to her. She'd think I've got some crazy mother complex or something. Right, let's get Polly. going. Deputy Willie disapproves of any chit-chat. I'll make it up to Polly some other time, I guess. Wäre alt genug, um ihm da dabei gewesen zu sein. Wäre auch unverdächtig genug. Ja, und sie wäre oft genug aufgetaucht. Ne?
Ja. Also ein Tatort wäre sie es gewesen. Farbgebung stimmt auch mit dem Tatort überein. Pacing auch. Zach, I'm hungry, but I can't do much about that at the moment. Thomas is certainly a great cook. It's a shame to keep his cooking hidden out here in the countryside. Don't you think so, Zach? Ugh! Which reminds me, there's another great cook in town. To fall in love with her would mean that I would need to love her cooking, too. Why does God test us so, I wonder? That coffee she made. Man, did that pack a punch. I wish you could have tasted it, Zach. Tja. Man kann nicht alles haben. Wir kennen den Kaffee von IDG. Ja. Der macht einem die Eingeweide kaputt. Das wäre von der Dramaturgie sehr viel besser, wenn das nicht immer ewig laden würde wegen einem Satz. General Markt. Das hat so ein bisschen was von so einem Benny Hill Sketch, oder? Ja. Nanu? Ein Polizeifahrzeug? It's only a hunch now, but I don't think Nick killed Diane. What do you mean? Me and Diane, we were, you know, pretty close. I'm sure some people might have moral issues about it all, but I'd like to think that I knew her pretty well. Every time we finished talking, she'd bring up art. I'd make a face, you know, boring. And she'd always say, "You're so different from Nick. He's so much more intelligent." Sounds like something she'd say. Nick was one of the few people who she could talk to, you know. And vice versa for Nick, I suppose. Diane also told me that she was best friends with Nick. He'd have nothing at all to gain by killing her. I can't believe that one would try to kill the other. I just can't. But even the best of friends can end up in the worst fights. Still, the voices and footsteps I heard that night, they were something else. Much more violent, more horrifying. Diane's voice sounded different, too. Different. Hard to explain. Of course, I couldn't make out what she was saying. You told York all this? Of course I did. What did he say? I know, that's fine. Something like that. Hat er das erzählt? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Let's go then, and catch Diane's killer. Jetzt könnten wir aber langsam mal ankommen, ne? Ja. Und nu? Lass mich raten, langsame Labersequenz. Jetzt geht's wieder zu York. Zach, about Emily. Don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman before. No, I'm wrong. It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zach? Anyways, I was very surprised when she came to my hotel room.
Not in a funny way, don't get me wrong. It was really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate during an investigation. Right, Zach? Das machen sie aber gerade mit dem Holzhammer, oder? Mhm. Ja, das zieht sich ein bisschen. A first in diesem Spiel. Jetzt Andiamo dabei. Real Estate. Hast du mal aufgepasst, ob der Hund sich überhaupt irgendwie logisch da durch die Stadt bewegt oder läuft einfach nur im Kreis? Ich habe schon länger nicht mehr aufgepasst. Wenigstens laufen die Vollgas. Das muss man ihnen ja mal zugute halten. Vollgas-Party. Lol. So, und jetzt nur noch die Landstraße runter. Nein, ihr Schweine! Nein! Nein, das würden die nicht wagen, oder? Oh, da. Irgendwo im Nirgendwo. Erst da an der Kreuzung stehen. Ja, Gott sei Dank. Hey, where are you going? Deputy Willie, What? he's over here. Come on, hurry. Wenn ich ihn jetzt einfach erschießt, das kann mir doch nicht negativ ausgelegt werden, oder? Oh. Jetzt war ich schneller als der Dicke war. Nanu? Das ist der gute alte, die Frau auf die Bahngleise binden Trick. Are you close to the Ingrams? No, I mean, well, I always say hi when I see them at their store. Don't you think they make a wonderful family? I guess so. Including Jim, I suppose they do. Indeed they do. The ideal family, I'd say. You know that I look after Isaac and Isaiah pretty often, right? They talk a lot when I take them out. Yesterday, Mama and Papa, and this morning, Grandpa, always about their family. Just listening to them makes me feel so happy. I don't have any brothers, you know. Maybe I'm a little jealous of those two. That's why when I come here, I always pay them a visit. Greenvale is really like a second home to me. I can tell. Deputy Willie's calling again. Enough about me. Let's get going. For some reason in the darkness, I see Emily's face. When I first met her on the bridge, she looked so dignified. And that glimmer in her eyes when she argues every word I say. Her blonde hair lit by the dawn. Eating steak at the diner. Giving me directions in the car. The horror on her face in the gallery. And that coffee she made. And it's like she's a goddess in a tight dress. Zach, let's pray that she doesn't become a real goddess. Ganz einen guten Twist, wenn Emily die Mörderin ist. Ja. Tatsächlich wahrscheinlich noch der beste Twist. Aber was hätte dann die Sequenz jetzt für einen Zweck? Dass die Und Forrest auf die Gayson in die falsche Falle Fährte lockt? zu locken. Ja, aber trotzdem. Oh, es regnet. Es wird immer besser. Da, Mähdrescher. Nee, das war. Sah so aus. Entschuldigung. Also dann haben wir jetzt welchen Täterkreis? Emily und Polly und George sind noch übrig, von denen, die man öfter trifft. Diese Ingrams und so, die kennt man ja nicht. Höchstens der alte Opa Ingram.
Ja, aber den kennt man ja auch nicht wirklich. Nee. Und die Carol auch nicht. Und die hält York ja scheinbar für unschuldig oder maximal für eine Komplizin. Und das ist der Glockenturm, siehst du mal. So fügt sich alles zusammen. Das Rathaus hier, ja genau. Ah, come on! Hey, where are you going? Deputy Willie, he's over here. Come on, hurry! Fragt sich, wo Deputy Fuzz ist. Ich weiß wo. Hat sie denn von York diese Uhrenturm-Geschichte erzählt bekommen? York is Glaube nearby. Da freut sie sich. Can we stop running now, please? Ja, wäre ganz gut. Can we start Speichering now? Ich will ein Telefon finden. Ich möchte den Spielstand sichern. Da war doch eins, oder? Da war es. Da war nix. Telefon. War da nicht? Vielleicht pfeift er wieder. Lauf nicht so weit weg. Da schau ich, ist nur noch eine Sprechblase. Da ist ein Telefon. Wir werden es nie erreichen werden. Ja, und wenn dann, wenn wir laden, ist Casen weg. Und das ist wächst es mit zugesperrt. Ranken zu. Oh. Ihr Schweine! Marathon-Folge. Hey, so we took the long route here. You weren't playing with us, were you? George, we found out where York is. George? George! Kaysen, I'm going in alone. Hey, you didn't forget what George said. No, I haven't. And that's why you get to stay out here and keep trying to contact him. I'm just going to check things out. I'll stay out of danger. Trust me. Okay, if you say so. I'll take care of this here. Meinst du, sie kriegt jetzt auch so ein Zombie-Labyrinth? Dann wäre sie zumindest mal der erste andere Charakter, der die sieht, oder? Ja. Sie kriegt auf jeden Fall schon mal das Medaillenlabyrinth. Oh, der lila Nebel. Das müsste doch eigentlich total hasserfüllt werden, oder? Freeze! Stop right there! Ist ja interessant, dass sie das jetzt auch sieht. Ja. Und zwar zum ersten Mal. What the hell? Ah, York, Emily is here. Time to say goodbye then. Thomas, let me tell you one more time. It's not too late. I can help you. Just untie me and let me go. If you don't, the situation will be irreversible, unfixable. York, no situation is reversible. Didn't you know that? Everyone, everything proceeds along a path preordained by fate. Goodbye then. I wonder who'll be the next person to open this door. Well, whoever that person is will be the one to decide your fate. Zach, what was I supposed to say? All I can do now is wait.
Meinst du, Emily läuft Gefahr, mit diesem Gas jetzt auch eine von denen zu werden? Also, dass möglicherweise dann Zombie Emily die Tür aufmacht und versucht, ihn umzubringen oder Warum so? sollte denn York zum Beispiel immun sein gegen das Gas? Möglicherweise wegen einem Vorfall aus seiner Vergangenheit. Wir werden es rausfinden in der nächsten Folge von Deadly Premonition. Bis dann. Ciao. Ciao.